dahinter kämpft Daniel. Get down in the car, one time give it up. Bust it open hard, let me see you drop. Get down in the get down in the car. Get down in the car. Welcome to VTR TV. Madness on track. Get down in the car. Oh nein, da kommt Bobby. Da kam und Ben holt sich mit dem Sieg einfach Set. Ja, hallo liebe Simracing und Rennsportfans und ein ganz besonderes herzliches Willkommen heute hier mal wieder zur Sunday Grand Prix Series Algarve Circuit. Wir sind in Portugal zu Gast. Es ist der 6. Grand Prix Lauf und eine ganze Menge unserer Jungs haben sich heute wieder angemeldet. Zum Glück haben wir heute nur einen Split, deshalb sind wir heute auch nochmal da und eventuell auch nächste Woche. Nordschleife, das will ich mir nicht unbedingt entgehen lassen. Deswegen würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt erstmal ganz viel Spaß und bis später. Ja, liebe Zuschauer, und wie ich vermutet hatte, gibt es heute nur einen Split, da die Strecke hier bei iRacing sehr, sehr neu ist und viele sich den Kurs hier noch gar nicht gekauft haben. Sehr, sehr schön für uns, denn dadurch haben wir fast alle unsere Jungs hier wieder in einem Split. Ich denke mal, nur Björn wird heute im ersten Split fahren. Wir haben heute natürlich unseren Tommy am Start, wir haben Luke am Start, Wolfram ist hier, Sebastian, unser Totti guckt mal wieder vorbei, Ben haben wir am Start, Byron und unseren Björn. Okay, I'm calling it now. Thomas, car number 1. I'm calling it now. Oh really? Come on. No, I don't know, but it may be. It's going to be Okay. close. Okay. I mean, could be 36. Click the race. Björn has almost 3,000. I think he will be in split 1. I lost. Oh. Are you in split Ben, 1? oh, Tom? I see Ben Summers and Byron Long. Oh, you in, Bob? You must be car number 1. And I see Wolfram. Okay. And I see Russell Hamilton. And I see Miguel. Monica. Gotta be Kleber, car number 1. Kleber is. Oh, I'm in the second split. I'm sorry not- with that. Not Kleber again. Oh no. Not Kleber. Is it car number 1? Let's have a look. Oh dear. I'm car 36 in top split. Then guys, have fun. All the best. Alles Gute, Björn. Haus weg. Good luck. Catch you after Oh. the race, Björn. Good luck, buddy. Oh, Tommy's 2, not 1. Oh, that's close. Ooh, so close. Who is one? Who is one? Alexander Matei. Oh, I got Oh. Jensen Button's car number this week. Okay. I've got 15. Who's that? There is someone 15. Who is Matej Alexander? I recognise the name, maybe from a video, maybe. Kinda new. I think he started turning up like back end of last season. But I've definitely seen him a lot this season. Oh, maybe this will be Patrick's last video. Last Sunday GP. No! That'd be so sad. No, please no. Sad winter noises. We're starting into a new adventure. All together. I am looking forward to it. It's gonna be interesting. Wie gesagt, wenn wir uns hier aus der Serie zurückziehen, dann werden wir sicher nicht verloren gehen. Aktuell ist hier noch die Practice Session in vollem Gange. Can I watch? On the track. When Patrick's video comes out. Hey, Spear. Yeah, no dirty driving today. Alright. Let's do some qualifying, shall we? Split 2. Qualifying begin. All the best, guys. 2, number 2. Cheers, buddy. Und damit hat das Qualifying jetzt auch begonnen. What did we get in the first split? Qualifying? 30. Oh Mann, ey. 5? 30? Okay.
Auto Nummer 2, Right, ey. let's do this. Boom. Und da sind die Jungs auch schon auf der Strecke. Schauen wir mal. Noch keine einzige Runde mit Quali-Setup gefahren hier. Ich bin Sound furchtbar okay? gut, Actually, it's loud, isn't it? Didn't check it. furchtbar It gut seemed quite loud. vorbereitet. Did you notice my mic was a little bit louder than the car? I don't know why. I tried to turn it down a little bit, but Der Kurs hier ist auch für unseren Tommy ziemlich neu. maybe slightly softer. Deswegen fährt er heute wieder mit Hilfslinie. Ist auch eine Strecke, die ich jetzt nicht Ja. unbedingt irgendwie täglich fahre hier, deshalb Spear, I'm bin ich ganz disappointed froh, in dass you. in dieser Serie die Hilfslinie erlaubt ist. All of the your races you're taking part next week. You're not racing any Nordschleife at all. Und Miguel Morland schmeißt hier in der Einführungsrunde schon mal das Auto weg. Nordschleife. I thought you'd be doing at least one Nordschleife. Zurück zur Box und nochmal neu gestartet. Ihr wisst, wie immer, 2 Runden. Und jetzt kommen hier die ersten, das erste Mal über den Zielstrich. Alexander Mattei eine Zeit gefahren, aber auch Tommy. Schauen wir mal, wo ihn das am Ende hinbringt. Mark Wujcik jetzt über den Zielstrich gekommen, aktuell auf P2, George Batev auf P3, Sebastian Starker, jetzt purzeln hier die Zeiten. Luke gerade eine super Zeit hier hingelegt. Und auch unser Bayern aktuell unterwegs und da schmeißt Luke erstmal sein Fahrzeug weg, damit die zweite Quali-Runde in den Sand geschmissen. Hier haben wir unseren Wolfram in seiner zweiten Runde, aktuell P5. Oh, da hat er auch die zweite Quali-Runde weggeworfen. Nichtsdestotrotz bisher eine super Zeit. Tommy liegt aktuell auf Startplatz 3 und hat die zweite Runde noch nicht abgeschlossen. Stephen Harpham hier liegt aktuell auf P2. P4 haben wir aktuell Miguel Morland und auf dem 5. Matthew Cockerham. P6 jetzt Wolfram. Scheiße, eine Kurve vermeiert da. 1-2 Zehntel weggeschmissen, Kacke. Und auch unser Tommy hat in der zweiten Quali-Runde so ein paar Probleme. Well, this race will be next week. Nichtsdestotrotz denke ich mal, ist das eine super Quali. Heck. Top-Zeit und damit schiebt sich Tommy jetzt erstmal auf P1 nach vorn, aber da sind ja noch einige auf der Strecke unterwegs. Unter anderem unser Ben, aber auch Stephen Harpham. Boah, da muss man aufpassen. Erste Kurve, uah. Zum Scheißkörper, der ist voll hoch. Just a heads up, Francois Knuckleball is blinking on my screen. Matthew Cockerham jetzt ein zweites Mal über den Zielstrich gekommen, aktuell P3. 3/10 quicker than last time. Yay. So wie es aussieht, kann Steven aber in der zweiten Runde seine Zeit nicht verbessern. Oh, Miguel Morland, ey. 400 schneller. Das war knapp, ey. Wolfram throw second lap away. Yep. So, dann gucken wir mal hier in die... Okay. Haben wir sofort Don't wieder. forget your race setups, guys. Wolfram, oh, auf P9, Thank sehr you. schön. Thank you. Thank you. Weil wer einen Schaden hat, ne? Yeah, thanks for the reminder. I know it's the same thing say every week, but sometimes it works. It reminds us. We are old guys. Yeah. Yeah, we all have senior moments. Yes. No, P11. Even me. Okay. Am Ende Startplatz 3 für Tommy. Startplatz 4 für Luke. Startplatz 11 für Wolfram. Yeah, that's fancy. Second Yeah. lap was not so good, Ben. No, it was good. I mean, that's 3/10 faster than I went in the last race, 3:30 race. Von P13 geht Sebastian ins Rennen. It's just that it's more competitive, this one. Startplatz 20 für unseren Ben. Und 24 für unseren Byron. Die Free. Der Ruami, Cerveno und der Miguel Morland noch vor mir. Tommy trotzdem top. Tommy and Luke on row 2. Tommy, pass auf. Be careful because Miguel Morland. Oh, Luke behind you. Luke normally is the fastest guy here. Yeah, won me. He's got a good time in there, 1:32. Luke messed up the second lap. Okay, guys. Don't forget to change the setup. Yep. Ben always told us that. No. Oh dear.
I checked it and I'm still slow. Yeah, gonna call. You too, buddy. Thank you. Okay, I will mute myself. Have a good race and be careful. We're here after the race. Good luck, everyone. Yeah, have a lot of fun, guys. Yes. Good luck, y'all. After the race, we take a look what will happen. What happened. Und damit hat dann die Startaufstellung auch schon begonnen. Wie ihr gesehen habt, Good battles. Tommy und Luke in einer hervorragenden Ausgangsposition, aber auch Wolfram und Sebastian liegen da gar nicht so schlecht. Okay. Ein relativ neuer Kurs hier bei iRacing und ich bin mal gespannt, wie sich die Jungs hier schlagen. Juanmi Zermeno auf Pole vor Miguel Morland und unserem Tommy. Right, we're back again. Sunday, 4:30 race, my time. Broadcast time. This is split 2. And there's Oh, Russell 36 is very cars here. late. Der ist aber spät dran. Time of 15, starting 20th on the grid. Ambition is to try and stay safe, 10, survive the race, and maybe get in the top half. 7, Anything better than that's a bonus. 5, Here we go. 4, 3, 2, 1. Grüne Flagge und das 6. Rennen der Saison ist eröffnet. Miguel Morland mit einem Traumstart dahinter. Juanmi Zermeno muss sich unserem Tommy erwehren und auch Luke greift da schon an, innen rein. Und direkt dahinter Scherbels, hier kracht, zerfliegen die Autos. Wir sehen es da in Ben's Pitch und wir hören es auch von Byron. Uiuiui. Sorry, Ben. Hier sehen wir den Knäuel, hier hat es richtig gescherbelt, das müssen wir dann gleich nochmal auseinanderklamüsern. Hier vorne Juanmi kämpft hier mit dem Tommy, während sich vorne Miguel aus dem Staub gemacht hat. Dahinter dann Luke Rasputic. Someone's spun and there's a big check-up everywhere. I had nowhere to go. Hinterm Tommy geht's wild zur Sache. Matthew Cockerham ist da ein bisschen weit rausgekommen und wurde von Jose Delza überholt. You lost your rear wing, by the way. Oh, okay. That was my bad. Und wir schauen uns jetzt direkt gleich mal den Unfall vom Start an. Are you okay or are you out? No, I'm still running. I don't think I've got any mechanical damage. I don't know about my wing. Oh no. Okay, it's Jay Walsh. Oh, wait a second. Steffen Harpham. Alexander Mate from behind. Maybe you do not expect, but okay, it's the first lap. Come on. I'm be in. careful. I would say Yeah, Alexander has to be more careful and maybe. But the candy car is braking very early. And you He's need probably to, getting caught off guard. Yeah. And you also need to look further behind as well. Oh dear. Here is another one. Who is it? Ah, here is Sebastian. Here is Sebastian. And in the inside we have Nigel Carmen or Charman hits Michel Bourgesan. Just not gonna say anything. Oh man. Oh Can dear. they fix rear wings? Anyone? Yeah. Yeah, what he said. I don't know what he said, but what he said. Step on the brakes. Come on. Ah, that's Loser. Ein mehr als ungünstiger Auftakt hier in das Rennen. Luke macht jetzt hier richtig Druck auf Miguel. Er hat ja auch hier die höchste Pace, hat leider im Qualifying die zweite Runde verkackt und wir hatten den nächsten Zwischenfall. Yeah, I'll give you the space here, buddy. Und auch den werden wir uns direkt gleich mal anschauen. Ben, we also have the rear wing. Yeah, go inside, Byron. next one here. Car on the left. Okay, thank you, sir. Car on the left. Car on the left. Boing. Bye bye. Nice damage. Pile up order. in hero here. Oh god. You got caught on the outside. He couldn't get to the pit lane. I feel like because the track was so difficult this week, many people didn't like to train it, so they went pretty cold into the race, and that's what happens. How's your Ah. suspension? Yeah. Nigel here. A damaged That's car now debatable. is destroyed here. It's a bit squirmy when I'm turning. Da haben wir hier direkt am Start des Rennens schon eine ganze Menge Fahrzeuge, die direkt die Box ansteuern müssen. Hier vorne entbrennt jetzt der Kampf um P1. Luke versucht jetzt an Miguel Morland vorbeizugehen, aber ihr wisst, Miguel Morland ist nicht der leichteste Gegner. I don't want to box if it's the end of my race. That would be. Und vielleicht habt ihr es da im Hintergrund gesehen, da hat sich ein Auto gedreht, da schalten wir gleich mal hin, was da passiert ist. Careful, Francois. You nearly took me out there. Next one. George Bartev. Übermeister. Oh dear. That's unlucky, I would say. So. Yeah. But it's a ghost. It's a ghost contact because here Aaron J. Blair. Yeah, he do not hit the car in front. If on my end, it's a ghost. I really fucking ghost shit.
Oh, Russell, come on. Luke hat jetzt hier die Spitze von Miguel Morland übernommen. Dahinter auf P3 Juan Mir Zermeno und weiterhin P4 Tommy. Die Jungs haben schon einen kleinen Abstand nach hinten zu Jose It's Delta. safe, it's just a... Jose kämpft da mit Matthew Cockerham um den letzten Top-5-Platz. Und auch hier vorne geht's rund. Juan Mir greift da jetzt an, außenrum. I mean, if someone could guarantee me that I would not have like too much damage, we're done, then I would possibly hit. Während hier vorne an der Spitze der Kampf weiterhin tobt und Ben wie immer seine Zuschauer top unterhält, hatten wir weiter hinten im Feld den nächsten kleinen Zwischenfall, den wir uns anschauen sollen. Auch da schalten wir hin. Thank you. I got that raid when I was when my chat Time for Kleber disappears. Byron. And the next goes to... Come on. Oh no, it's That's the same one. Francois. Oh. Ooh, and away he goes. Left. Okay, it's Francois here. Nakabal. And yeah, lost the car. But nothing happened and he can go on. Hier vorne weiterhin alles beim Alten. Luke weiterhin vor Miguel, Juanmi und Tommy. Jose Delta schon ungefähr 1,5 Sekunden weg von der Spitze. You're not the only one without a wing. Und auch Luke gibt hier mächtig Gas und hat schon fast 2 Sekunden Vorsprung auf die Jungs hier. Gregory hasn't got one. Und ich denke mal, da gibt es jetzt hier den nächsten Angriff. Miguel, Juanmi und Tommy ganz nah. Tommy außen, Juanmi innen. Oh, tolles Überholmanöver. Da ist Tommy außen an Juanmi vorbeigegangen. Just got to learn how to drive it slightly differently. Und auch hier dahinter, Matthew Cockerham ist wieder an Jose Delta vorbeigegangen. P7 Mark Ruigschenk, P8 Aaron Blair und auf P9 haben wir unseren Sebastian, P10 dann Wolfram. Dann würde ich mal sagen, bis auf unsere UK-Boys haben wir heute alle einen Topstart ins Rennen und Gregory Woods hier ohne Heckflügel unterwegs. Direkt hinter ihm unser Byron und unser Freund aus Brasilien, Kleber Butaro Mora. Die Plätze 23, 24 und 25. Ich habe ganz trockenen Mund hier. He will be on the straight. Gregory war wie so viele andere auch That was my front end, Patrick. am Start in den Unfall mit verwickelt. Yeah, cool. Hanging is Hey Byron, can you see how much damage I have back there? Do you think I should pit then, Tiger Steps? you are sans real wing, my friend. What's the consensus, chat? Should I pit or not? Gregory fragt nach und Byron kommt da gleich ein bisschen aus dem Konzept. Because I'm just losing a The tiny left bit. side of your front wing is a little bit not in shape. Right, so I have got a little bit of damage. Cool. It's workable. Yeah, it feels workable. Byrons Fahrzeug sieht noch relativ gut aus. No, what's the answer to Und Tommy hier inzwischen auf P3 an Juan Mir Zermeno vorbeigegangen. Kann sofort einen kleinen Gap aufmachen. Sorry, Byron. Und da segelt unser Byron durch die Gegend. That's okay, Kleber. Und wir hören es, da hat sich Kleber gerade entschuldigt. Da müssen wir gleich mal schauen, was da passiert ist. Wolfram hier, P10, ein Top-Rennen bisher. Wird jetzt angegriffen von AJ Jesse, der da auch innen durchgeht. But if I finish the race, I will Nah, beat all people. Stilles Rad gehabt da vor eben. Vorm AJ auf P9, Sebastian hat da ungefähr 2,5 Sekunden Vorsprung. Stay on. Handle it. Well, Oh nein, und Jose Delta fährt hier Sebastian aufs Rad. Zum Glück ist da nichts weiter passiert. Und Sebastian hit by Jose Delta. Hey Byron, sorry if that was me that kind of screwed you up. Gregory Woods entschuldigt sich da auch nochmal bei unserem Der Byron. Luke da auch da vorne. Den Unfall schauen wir uns jetzt an. Kleber, hä? oh man, It's Kleber, yeah. No, it's Gregory Woods. Gregory, Byron and Kleber. 6 Yeah. seconds. Yeah, I think Gregory was trying to take the tighter line, but I thought he was gonna sail wide Okay, oh. and went for the undercut, and I think Kleber was thinking Okay. the same as me. You're okay, Kleber. Don't feel guilty, buddy. Matthew Cockerham hier P5. Do you think I'm going to get too much damage? We're done if I pit. Dahinter Mark Ruigschenk konnte an Aaron J. Blair vorbeigehen. Und Sebastian versucht sich jetzt hier an Jose Delta wieder ranzukämpfen, nachdem er von ihm so rüde weggestoßen wurde. Greg pitted. I don't know if he's been kept in. Wir befinden uns gerade in Runde 5 von insgesamt 26 und die Boxengasse randvoll mit kaputten Fahrzeugen. Unser Ben hat einen kurzen Boxenstopp gemacht und auch Byron, denke ich mal, muss irgendwann an die Abstand nach Box. vorne, nach hinten gleich. 0,6 bzw. 0,7 Sekunden. Unser Wolfram da hinten auf P11, sehr sauber und solide unterwegs. No, Sphere. Und ich glaube, Byron hatte dann noch einen Dreher. Auch das werden wir uns jetzt gleich mal anschauen. Da ist es sinnvoller, jetzt an die Box zu fahren. Nah, I got pit. I'm losing 6 seconds per lap. In the pit. When I'm in the pits for only like 20 seconds, it's worth it. 30 Ben und seconds. Byron diskutieren da ausgiebig darüber, ob es überhaupt Sinn macht, in die Box zu fahren und wie viel Zeit man denn verliert, wenn man es macht.
if it's like 3 minutes or 5 minutes or Ist 20 minutes. zweiten Gang gewesen, ist falsch. Muss man ersten fahren. Oh, Byron here on lap 5. Ooh. Yeah, my car was not liking right-handers. Byron here, another little spin, but nothing happened and he can go on. Eine schöne Kampfgruppe hier im vorderen Mittelfeld. But I don't want to pit if they won't let me out again. Da haben wir AJ Jesse auf 10, dahinter unseren Wolfram, P12 Jordan Berube und auf 13 LA Cunningham. Und die Jungs können die Lücke nach vorne so langsam wieder zufahren. Der Abstand wird immer kleiner. Ich denke mal, Sebastian bekommt da bald Besuch von hinten. I thought I managed to avoid the car. But Hier vorne die Plätze 2, 3, 4, 5 und 6 dicht beisammen, während vorne Luke schon enteilt ist. Ein bisschen mehr als 3 Sekunden Vorsprung. Das sehen wir hier schön aus der Luftperspektive. Luke geht jetzt in die 7. von insgesamt 26 Runden. I've got 2 minutes for repairs. Während unser Byron da an der Box steht und sich das Auto wieder zurechtdengeln lässt. Hoffen wir mal, dass er das Rennen wenigstens beenden kann. 20 laps, 6 seconds. 5 or 6 seconds. Inzwischen haben die Jungs um AJ Jesse hier die Lücke zugefahren. It's like 50, 60 seconds. Almost a minute, isn't it? Und aus dem Vierkampf ist ein Sechskampf geworden. And from the pits, 3 minutes. Die Plätze 8 bis 14 ganz dicht beisammen. Sharman takes a lunge down the Oh, und unser Sebastian ist da ein Problem. Kommt da ganz weit raus, verliert das Fahrzeug fast und muss in weiten Bogen gehen und verliert jetzt hier einen Haufen Plätze. Er sortiert sich vor Jordan Berube wieder ein und kann da den Platz auch halten. Aber Wolfram und AJ sind durchgeschlüpft, damit Sebastian von 9 auf 11 zurückgefallen. Und ich denke mal, auch für Sebastian wird hier der Kurs ziemlich neu sein. Da hat er den nächsten Rutscher gehabt und muss die nächsten Plätze hergeben. Er rutscht jetzt hier erstmal bis auf P13 zurück, aber das Auto ist noch auf der Strecke und nichts passiert. Nach hinten zu Jason Krakowiak haben die Jungs einen Vorsprung von über 3 Sekunden. No, I took someone out because someone slowed massively in front of me. Und hier jetzt unser Tommy, was für ein Top-Überholmanöver außen auf der Start- und Zielgeraden an Miguel Morland vorbei, der jetzt hier direkt unter Druck gerät von Juanmi Zermeno und auch die anderen Jungs dahinter sind direkt zur Stelle. Matthew Cockerham, Mark Kulczek und Aaron Chebler sehe ich da. Und so kann Tommy einen kleinen Gap aufmachen. Tolles Racing hier vorne auf den Spitzenplätzen. Allerdings kann Luke da immer mehr abhauen. Sein Vorsprung beträgt jetzt schon mehr als 5 Sekunden auf die Gruppe hier. Jetzt gibt es hier den nächsten Zweikampf. Mark Kulczek gegen Matthew Cockerham. Die Plätze 5 und 6. Seite an Seite geht es hier auf die nächste Kurve zu. Da gibt es den nächsten Angriff außen. Oh, Berührung. Und da fliegt Mark ab. Oh nein. Mark fliegt ab und das Auto ist völlig zerstört. Da fehlt schon ein Rad. Da müssen wir auch gleich nochmal genauer hinschauen. The end of Mark has contact with Matthew. Ja, okay, but it's turn 1 and turn 1 is really difficult for overtaking. Still in 27. Okay. Jesus. And suspension. Ja, And that was Mark, was it? ja, Mark Kulczek hier, ja. Bam. Das alles interessiert unseren Luke hier vorne herzlich wenig. Er hat inzwischen fast 6 Sekunden Vorsprung auf inzwischen unseren Tommy, der hier auf P2 liegt. Tommy wiederum 0,7 Sekunden nach hinten. Und Byron stöhnt schon. Allerdings sind es nur noch 18 Runden. Byron hat 2 Runden Rückstand. I don't know if I did the right thing. I'm about 6 seconds off the pace, off my pace, I think. Oh, George and Mark are in the pits. Double DNF. Team Safas heute mit einem Doppelausfall. That sucks. Sowohl George Spatev als auch Mark Kulczek hier gestrandet. Sehr schade. Und wir hatten den nächsten kleinen Zwischenfall, den wir uns anschauen sollten. Schalten wir sofort hin. Aaron here. Too heavy on the throttle here. Oh yeah. Aaron loses his car here. And a few meters on, another spin. Aaron is one of the front runners. Oh, Aaron on P6. Oh no. Come on. P7, P8, P9, P10. Inzwischen hatte auch AJ Jesse einen kleinen Wackler und ist ein bisschen zurückgefallen. Dadurch liegt Wolfram jetzt auf P8. Oh, und auch ganz vorne an der Spitze gab es einen Wechsel. Tommy liegt jetzt vorne und Luke liegt nur noch auf P2. Da gab es auch einen Zwischenfall, den wir uns unbedingt anschauen müssen. Auch da schalten wir jetzt direkt mal hin, während jetzt hier Sebastian AJ Jesse angreift. Da geht er auch innen durch und liegt somit wieder auf P9. Ein Top-Überholmanöver. Oh, he's ahead of me. No, I mean in the track is behind you. All right.
Yeah. Nach vorn zum Wolfram allerdings schon 1,2 Sekunden I just Abstand. wondered whether he got, too much damage we're done. Maybe I'll fix it. X1. Oh, Luke. Oh, that was Luke's. Yeah. ja, A ja. friend called me on WhatsApp call, and I tried because and it got projected on my PC, and I couldn't hear in-game audio or anything for 3 laps already. And I tried to turn it off, and I came off the track. So, oh dear. Francois and him. Allerdings denke ich, wird Luke da nicht lange fackeln und gleich wieder am Tommy vorbeigehen, hat eine viel höhere Pace. Actually, Tommy is in front. Da wird Tommy nicht lange gegenhalten können. Patrick, are you spectating? Jetzt gibt es hier auch schon den nächsten Angriff und da ist Luke auch wieder Could durch. you check maybe if Gregory Woods has still got a rear wing or not? Maybe. Gregory Woods war in der Box im Reparaturstopp. Gregory has a rear wing. He has. In pit. Okay. Oh, maybe Yeah, I'll so pit. it looks like they'll fix it, man. I'll do a one-stop strategy then. So, aufpassen hier, der Flug ist sowieso schneller als ich. Ihr habt gerade gehört, das halbe Feld heute mit Ein-Stopp-Strategie unterwegs. Sollen wir uns hier gegenseitig aufhalten? Ich denke mal, das ist aber immer noch sinnvoller, als mit einem kaputten Auto rumzufahren. Tommy hängt jetzt hier hinten dran am Luke, aber er wird dann nicht vorbeigehen, weil Luke sowieso schneller ist. Allerdings von hinten Miguel Morland und Juanmi Termeno auch dicht dran. Natürlich auch Matthew Cockerham. P1 bis 5 hier im Kampf um den Sieg. Absolute Sahne. Wir befinden uns gerade in Runde 11 von insgesamt 26, also gehen wir jetzt langsam Richtung Halbzeit. Hier vorne die Plätze 1 bis 5 haben insgesamt schon einen Vorsprung von mehr als 6,5 Sekunden zum Rest des Feldes. Oh nein, Ben fährt in die Box. Und Tommy sagt gerade, Ben fährt jetzt an die Box, um seinen Boxenstopp zu machen und sich einen neuen Heckflügel abzuholen. Hinterm Tommy geht es jetzt zur Sache. Miguel Morland und Juanmi Termeno kämpfen da um die Position und Juanmi kann da innen durchgehen. Und sofort wittert da auch Matthew Cockerham seine Chance und kämpft da und sucht da gleich mit durchzuschlüpfen. Aber Miguel wehrt sich da noch einmal. Außenrum, was für ein Top-Überholmanöver. Da ist Matthew auch durchgegangen. Miguel Morland jetzt innerhalb von kürzester Zeit von 3 auf 5 zurückgefallen. Okay. Scheint irgendwie einen Unfall gehabt zu haben, da die zwei hinter mir. Right, do we lose any positions? Und da liegt auch einer und der Herb hin. Let's come out the car, actually. Might blow the engine. Francesco Musara. Ein kleiner Dreher, aber nichts passiert. Die Jungs konnten ausweichen und weiter geht's. Ein kleiner Schreckmoment, denke ich mal, für die meisten hier. Russell still driving. Unser Ben muss da erstmal Reparaturpause absitzen. Scheißdreck. Aber ich denke mir, er wird dann auch gleich wieder rausfahren. Unser Ben schaut sich dann nochmal den Rutscher von Francesco an. Ihr seht, dann nichts weiter passiert. Kleiner Schreckmoment. Das ganze Durcheinander hat Matthew ausgenutzt und ist auf P3 an Juanmi Termeno vorbeigegangen. Well, the other guy without a rear wing is back on in the race. So he. Ben, how long must you stand on the box? I think I better take the optionals. There was very, very few required. I don't know if there was any required. 2 3/4 minutes. Bit more than me. Runde 13, also haben wir jetzt Halbzeit erreicht und Luke 1,7 Sekunden schon wieder Vorsprung auf unserem Tommy, der jetzt sich hier auf P2 behauptet. Dahinter kämpfen Matthew Cockerham und Juanmi Termeno um die Position. George Bartow ist raus. Miguel fällt da schon ein bisschen leicht ab. Come out behind Byron, I think. Und hier gibt es jetzt auch wilde Zweikämpfe. Sebastian gegen Wolfram und davor Jose Delta gegen Jordan Berube. Dahinter direkt AJ Chessy und Aaron J. Blair. Byron's still behind me now, but he's. I think he'll be taking. Wahnsinn hier Wolfram, AJ und Sebastian zu dritt in die Kurve, aber alles gut gegangen. Die Jungs, die lassen sich hier genug Platz. Und Sebastian drückt sich jetzt da auch durch. I don't think it'll matter if your suspension's in good shape. You'll come out in better state than I'm in. I mean, you're doing 36, is that pretty good? AJ will sich da noch nicht geschlagen geben. Jetzt gibt es hier einen Gegenangriff, Seite an Seite, ein tolles Duell. Und auch dahinter Aaron J. Blair drückt sich da wild durch, ein Divebomb. Wow, da war Wolfram sicher überrascht, konnte zum Glück aber nochmal reagieren und den Unfall verhindern. Und AJ konnte sich wieder an Sebastian vorbeidrücken. Und während die Jungs hier vorne wie wild fighten, hat man weiter hinten wieder einen kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Schalten wir direkt hin. Der holt auf hinter mir. Daniel F. de Souza. I would say it's code brown for Tyler here. Oh yeah. Uiuiui.
konzentrieren hier. Oh. Eieiei. Bit more room, Daniel. He was there. Ja. Ja, in a blind spot. I would say he's in the blind spot. No, But, possibly. Shit happened. ja. Und damit haben wir die nächsten 2 Totalausfälle zu verzeichnen. Und auch unser Byron liegt jetzt hier schon wieder in der Gegend. Auch da schauen wir gleich nochmal, was hier passiert ist. Aber Byron hier, the next incident. Eieiei. Yeah, Come right on, hander careful. again. Careful. That left rear suspension did not like ordering. Mark Cruikshank ist raus. Byron loses his car again, but as always, You're alright, I know they just. nothing happened and he can go on. I had to let about 20 cars past. Yeah. Nächster Zwischenfall, auch da schalten wir sofort hin. Sebastian Strake and Aaron J. Blair. Hey, Jesse! Oh. Oh my god. Oh my gosh. Oh no. Weird. Oh, Sebastian, ach nee, That oder? was my race then. Yeah, and I would say, Ah, Pheromone. I'm pretty sure I have, Tango. Aaron J. Blair wie immer recht rücksichtslos unterwegs. Zum Glück hat er da keinen aus dem Rennen genommen. I won't be doing 1 minute 43s anymore. I mean, hindsight's a great thing when we're a bit deeper. Hindsight's a great thing. Should have stopped earlier. Vor den Jungs, Jose Delsa ist inzwischen auf P9 zurückgefallen. Sebastian, da hinten P12, der Abstand nach hinten zu Jason Krakowiak ungefähr 2 Sekunden und jetzt gibt es hier den nächsten Angriff. AJ versucht da wieder an Aaron J. Blair vorbeizugehen. Seite an Seite geht es jetzt hier Richtung Start- und Zielgerade. Hoffen wir mal, dass der Aaron fair bleibt. Und da haben wir auch ein überrundetes Fahrzeug. François Lacombe, aber er macht hier ganz sauber und fair Platz. Yeah. So wie es aussieht, schafft es AJ nicht vorbei. It's easy to say after the event, though, isn't it? Mal schauen jetzt mit dem Windschatten vom Jose. Der nächste Angriff innen und wieder muss AJ zurückstecken. Don't know if that would have been right or not. Sebastian ist durch die Kämpfe wieder ganz dicht dran gekommen. Und jetzt gibt es hier den nächsten Angriff. Aaron ist da ein kleines bisschen weit rausgekommen und sofort trifft da AJ Jesse durch. Sebastian kann das leider nicht nutzen. Dann nutzt Aaron hier auch die ganze Strecke aus, um hier Schwung zu nehmen. Luke, unser Leader, hier baut seinen Vorsprung immer weiter aus. Until I found out, Über 4 Sekunden auf Tommy. until I found out that guy is. Oh, und ihr habt es gerade gehört, da gab es den nächsten Zwischenfall. Kaum haben wir da weggeschalten. Das müssen wir uns natürlich auch direkt mal anschauen. next one. Aaron. Okay. Oh man. Oh, that is, ja. If you want to have. Guy with the weird He's braking too late, man. He's having a lot of trouble getting his braking zones right. Ja, He just wants too much. He wants to overtake, but he's too far behind. It's just too much. Aaron J. Blair, davon müsste eigentlich von der Rennleitung die rote Karte sehen. Zweimal eine Divebomb in derselben Kurve. Und auch vorher, ihr habt vielleicht gerade den Qualm gesehen, da gab es die nächsten Zwischenfälle. This is gonna end in sadness. No, oh, someone- Peter Yep. Parnell here again. It's Another netcode. another netcode, yes. Yeah. That's what I want to say. Be like her, don't stand on that. Okay. Oh, Boink. Ah. So, Peter, yeah, you're not the only one. Und vielleicht habt ihr es gerade noch im Augenwinkel gesehen, da ist der nächste fliegen gegangen. Jetzt geht's hier aber richtig zur Sache. Oh no. Is it another one? How much bad luck can you have? Yeah. Is it? It's also netcode, I think. Yeah, it's Ah. François Longus raus. How much? A little tight, Ja. but he How had much bad luck? room to the left. How much bad luck can you have in one race? Und wie ihr vor uns gesehen habt, ist da noch jemand abgeflogen. Auch den Unfall müssen wir uns unbedingt mal anschauen. I don't know if we can control that. Are you still definitely planning on driving it, Spear? I'm worried we're not going to be able to control the beast. Maybe it'll take some getting used to. Oh! Ay, okay. Yeah, he lost the car. The car was a bit offline, and then Jason Krakowiak. Take this in your face. Jason Krakowiak being the friendly Canadian. Get out of my way. Oh, hey there, hi there, oh there. Oh dear. Oh. Finally, Aaron ended up in the wall here, so I think, yeah, race is done for him. Oh, der Abstand nach hinten, der As wird I say, I just didn't know. langsam The worst thing größer. in the world is Aber das ist jetzt nicht unbedingt so, dass ich mich jetzt da sicher fühle, ey. saying too much damage we're done, and I only knew a good chance of it not saying that was when we found out information that Gregory is. Und nachdem Aaron das Feld lange Zeit aufgemischt hat, ist er jetzt selbst abgeschossen Didn't worden. think that was going to be the case.
Unser Ben ist nach seinem Boxenstopp wieder rausgefahren und befindet sich aktuell auf Position 29. Er kämpft sich wie immer tapfer durchs Rennen und unterhält seine Zuschauer. We just couldn't take this back without a rear win. Makes sense. But I didn't get a pesky blue flag, so you just like. Okay, da hinten die zwei, die bekäbbeln sich gerade. Und jetzt gibt es hier auf der Start- und Zielgerade einen Angriff. Juan Zermeno geht da an Matthew Cockerham vorbei. Das heißt, sie werden langsamer, schätze ich mal. Ein Top-Manöver, ganz sauber gemacht. American Indy Hinter den Jungs Miguel Morland auf P5 muss er langsam abreißen lassen. Der Rückstand wird immer größer. Während Luke hier jetzt schon am Überrunden ist. No problem. Er hat jetzt schon über 6 Sekunden Vorsprung auf unseren Tommy, der sich hier immer noch auf P2 befindet. Juanmi und Matthew mit ungefähr 1,8 Sekunden Abstand dahinter. Aaron J. Blair in the pits. Dann eine etwas größere Lücke zu Miguel Morland. Der ist schon über 3,5 Sekunden weit weg von der Gruppe hier vorn. Die Jungs gehen jetzt in Runde 20 von 26 und jetzt scheint sich das alles ein kleines bisschen beruhigt zu haben. Hier vorne an der Spitze sind die Verhältnisse erstmal relativ klar. Luke Rasputic weiterhin in Führung vor Tommy Silbernagel und Juanmi Zermeno. Luke hier vorne brennt eine schnelle Runde nach dem anderen in den Asphalt. Wahnsinn. Ein tolles Rennen bis auf den kleinen Dreher vorhin. Unser Sebastian ist inzwischen auf P15 zurückgefallen, nachdem er ein paar Mal abgeschossen wurde. Wolfram hier unauffällig, aber blitzsauber P6. Ein absolut tolles Rennen. Und wir haben den Qualm da gerade noch gesehen. Da gab es einen Zwischenfall. Sollten wir uns direkt mal anschauen. Jordan Berube, Lap 20. Oh, oh dear. Ooh, that's a death locking. Ja. Ai. Careful on this one. Yeah, those rears are well and truly locked up. Matthew scheint jetzt hier ein kleines bisschen den Anschluss an Juanmi zu verlieren und auch dahinter Miguel Morland verliert er immer mehr an Boden. Und weiter hinten gab es den nächsten Zwischenfall. Wir schalten direkt hin. Ai, oh. No. I think right now we see the typical bottom split errors of mistakes. Ich denke mal, da macht sich jetzt so langsam das Thema Reifen bemerkbar. Was für eine Kackrunde. Und unser Tommy ärgert sich da über eine versaute Rundenzeit. Trotzdem mehr als genug Vorsprung und ein absolutes Mega-Rennen heute mal wieder. Die Pace von Luke kann heute keiner mitgehen, trotzdem P2, absoluter Wahnsinn. Er baut hier seinen Vorsprung auf Juanmi und Matthew Zehntel für Zehntel aus. Und wir hatten im Hinterfall den nächsten Zwischenfall, den wir uns anschauen sollten. Auch da schalten wir hin. Und unser Bayern und Gregory Woods werden hier überrundet mit wilden Ausweichmanövern. François Nakabal, the next spin. Too fast on the... oh, come on. Scheiß Dreck. Too early on throttle. Yeah, no problem. I'm having a very tough break. Be careful. Only 10 minutes to go, the tires seem to leave. Yeah, mine was like turning right. Unser Bayern hier nach Boxenstopp auch wieder aus der Box gefahren, hat inzwischen 3 Runden Rückstand. Sebastian ist jetzt am Überrunden von Ben. Ben, wie ihr wisst, auch nach Boxenstopp wieder rausgefahren, befindet sich aktuell auf Position 26. Wir befinden uns gerade am Anfang von Runde 21, also haben wir noch 5 Runden zu gehen. Luke hier vorne hat inzwischen fast 10 Sekunden Vorsprung auf den Rest des Feldes und macht immer noch Druck. Eine 1:33,919 letzte Runde gefahren. Eine wahnsinnige Pace, kann niemand hinter ihm mitgehen. Und ich denke mal, hätte er die zweite Quali-Runde nicht versemmelt, er wäre auch von Pole Position losgefahren. Aber ihr wisst, wie immer, hätte, täte, wenn und aber, 5 Euro ins Phrasenschwein. Ich habe das Gefühl, dass die Reifen hier langsam platt gehen, Verdammt, Und während Tommy hier mit seiner Fitness kämpft, hatten wir den nächsten Zwischenfall, den wir uns anschauen sollten. 5 Runden noch, Auch da werden wir jetzt gleich mal hinschalten. Lass es so. Oh. Hurting my shoulder. Last head too early on throttle and then another spin. Nett. Oh, that was a little bit dangerous, but the guy behind him looks like his teammate, ja. Und wie ihr seht, hat es Matthew Cockerham geschafft und ist an Juanmi Zermeno wieder vorbeigegangen und beide sind dicht an Tommy hinten dran. Hier ist noch lange ne Feierabend. Juanmi macht da Druck von hinten und will wieder aufs Podium. I know if I would have stayed out, unless I would have binned it, which I wouldn't have binned it, I would have been higher up. It wouldn't have been much fun, would it?
Und ihr habt es vielleicht gerade im Hintergrund gehört, da gab es den nächsten Zwischenfall, den wir uns anschauen sollten. Jetzt geht es hier zum Ende des Rennens nochmal richtig heiß her. Tyler Pinheiro und Alexander Mattei hier. Schön Beinchen gestellt, aber. Ja. Hier, zieh durch, Bums. Ja, but it's net mode again. I have to say it's net mode again. Ja. No. God's sake. Can't be 100%, but it's good. Und Tommy muss jetzt hier in den letzten Runden nochmal richtig um seinen zweiten Platz kämpfen. Matthew ist da ganz dicht dran und auch Joanmi macht da richtig Druck. Luke vorne kann den Vorsprung immer mehr ausbauen. Der liegt schon bei fast 15 Sekunden. Wahnsinn. Die Jungs gehen jetzt in Runde 23 von 26. You good, Ben? Also weit ist es nicht mehr, aber trotzdem, die Messe hier vorne ist noch lange nicht gelesen. The slowest spin ever. Well, wasn't even a spin, just going to a stop hairpin. Und auch unser Bayern kämpft sich hier tapfer durchs Rennen. P25, ein Platz vor unserem Ben. Jeder Trainingskilometer zählt hier. Und unser Tommy ist jetzt ganz still geworden in seinem Twitch unten. Ist hier ganz schön am Rudern, um seinen zweiten Platz zu verteidigen. Ein kleines Fehlerchen und der Podiumsplatz ist weg. Super. Unser Luke vorne an der Spitze fährt fast eine Sekunde schneller als der gesamte Rest des Feldes. Ist der einzige, der hier imstande ist, eine 1,33er Zeit zu fahren. Eine beeindruckende Performance von unseren Jungs hier vorne, aber auch ein mehr als beeindruckendes Rennen von unserem Wolfram heute. Still, heimlich und fehlerfrei schleicht sich Wolfram hier auf P6 im zweiten Split. Absolut top. Unser Sebastian kann sich trotz mehrerer Rammstöße der Gegner immer noch im Mittelfeld behaupten. Ich denke mal, die Jungs werden dann alle heilfroh sein, wenn hier die schwarz-weiß karierte Flagge fällt. Scheißdrecker, da kommt Windschatten. Runde 24 und Tommy kann sich einfach nicht lösen von seinem Gegner da hinten. Proanmi muss jetzt ein kleines bisschen abreißen lassen, aber Matthew Cockerham ist immer noch ganz dicht dran. Luke vorne, unser Leader, verliert jetzt zwar ein bisschen an Zeit, aber ich glaube, er wird das jetzt bis ins Ziel managen. Nächste Woche haben unsere Jungs dann ein Heimspiel, Nürburgring Nordschleife. Ich denke mal, da sind wir dann auch das letzte Mal zu Gast. Ich denke mal, da wird es mindestens 3 Splits geben, wenn nicht sogar 4. Wir werden sehen. Auf jeden Fall gibt es dort eine Vorqualifikation, sodass die Chance größer ist, dass unsere Jungs alle in einem Split sind, wenn sie ungefähr die gleiche Quali-Zeit fahren. Da ist dann eventuell auch unser Leon Forst wieder dabei. Der ist heute hier nicht am Start, weil er die Strecke einfach nicht hat. Hier haben wir Sebastian. P14 aktuell, aber das Auto, das sieht nicht mehr ganz so gesund aus. Sebastian musste heute so einiges von seinen Gegnern einstecken und ich glaube, er wird am meisten von den Jungs hier froh sein, wenn dann die Zielflagge fällt. Vor ihm Peter Parnell ist vielleicht noch einholbar, aber auch direkt hinter Sebastian, Stuart Gedes lauert da auf seine Chance. Hinter Stuart ist dann schon eine Lücke von über 2 Sekunden zu Lasse Sol und Alexander Mattei, der dann nochmal 2 Sekunden weit weg ist. Hier haben wir mal unseren Bayern im Bild. Kämpft sich gemeinsam mit Gregory Woods hier durchs Rennen. Und die Jungs gehen jetzt in die vorletzte Runde. Endspurt. Das wird nochmal richtig heiß werden hier. Die Plätze 2, 3 und 4. Tommy, Matthew und Roanmi. Roanmi ist da aktuell zwar ein paar Zehntel weit weg, aber ich bin mir sicher, der hat ja noch lange nicht aufgegeben und hat noch einen Plan in der Tasche. Es war aber jetzt knapp. Matthew jetzt ganz dicht dran am Tommy. Und auch Roanmi ist jetzt ganz dicht dran. Jetzt ist hier richtig Feuer im Kessel. Ui, Tommy hier, der nächste Rutscher. Da hat er ganz schön zu kämpfen mit den Reifen, kann sich aber immer noch vorne halten. Und weiter hinten gab es den nächsten Zwischenfall, den wir uns anschauen sollten. Auch da schalten wir jetzt hin. Sebastian Starke hier. Yeah, on throttle on the crest of the hill. Oh, that's gonna do it. Yeah, at that point the car was not in a good shape anymore. A lap before I had the problem at turn 1. Yeah, and then he took away any airflow you had going under the car when he cut in front of you. Ja. Unlucky, buddy. Ach, sehr, sehr schade. Da verlieren wir also unseren Sebastian hier kurz vor Schluss. Während Luke jetzt hier vorne nochmal eine mega schnelle Runde rausgefeuert hat. Eine 1,33,525. Die absolut schnellste Runde des Rennens. Wahnsinn.
Und Luke biegt jetzt hier auch ein auf die Start- und Zielgerade und wird jetzt hier die letzte Runde eröffnen. White Flag, Final Lap. Während wir weiter hinten im Feld nochmal einen kleinen Zwischenfall hatten. Auch den schauen wir uns jetzt gleich mal an. Alec Cunningham. Ah, burn that tires. Good for me. Yep, spin me right round. Right spin. Alec lost his car, but nothing happened and he can finish the race. Letzte Runde und Tommy steht jetzt hier richtig unter Druck. Matthew der nächste Angriff und wieder muss er zurückstecken. Tommy hat da einfach die bessere Linie. But you got enough lead on the next guy. Und sofort verliert Matthew da ein bisschen Schwung und Roanmi ist wieder hinten dran. Und vor den Jungs taucht er jetzt auch noch ein Überrundeter auf. François Nakabal, der Zweite. Ich hoffe, dass er sich dann nicht noch mit einmischt. Oh, und jetzt gibt es hier einen Angriff. Roanmi wieder da seine Chance. Seite an Seite geht es hier Richtung Hairpin. Oh, da bremst er sich auch durch und Matthew hat da keine Chance. Das war aber Divebomb par excellence. Mit Gewalt und stehenden Rädern vorbeigedrückt. Matthew musste da aufmachen, sonst hätte es hier gekracht. Damit ist hier vorne der Kampf entschieden. Luke jetzt auf den letzten paar Metern ein ganz, ganz herzlicher Glückwunsch. Das ist ein Wahnsinnsrennen gewesen. Yeah, just stop on the track for a bit if you want. Direkt am Anfang des Rennens ist Luke schon in Führung gegangen, hat diese auch lange gehalten, hatte zwischendrin mal einen kleinen Rutscher, das konnte er aber mühelos ausbügeln und hat danach eine Pace hingelegt, dem konnte keiner folgen. Die letzten Kurven. Came out behind, well, just in front of Shervin, but he got in front of us before turn 1. Die letzte Kurve vor Start und Ziel, da biegt Luke auch ein und damit ist es vollbracht. Einen herzlichen Glückwunsch, absoluter Wahnsinn. Luke Rasputin win, another win, wow. Congratulations. We'll be in top split. More than impressive win. And right behind him comes Tommy. Yay, yay. Zweiter Platz! Und Tommy bringt hier P2 ins Ziel, absolut top. Vorletzte Runde nochmal spannend geworden, wa? Das war aber richtig spannend, ja. Boah, mein Lieber, was hat denn der Cockerham gemacht hinten? Beziehungsweise der Luanmi, der hat den ja voll gedivebombt. Kann das sein? Ja. Tommy, ihr habt auch mal Glück gehabt. Glückwunsch, Tommy, das war ein super Rennen. Ja, keine Chance, den Luke einzukriegen. So, deshalb habe ich da, als ich die Chance hatte, auch eher zurückgezogen. Sonst hätten wir uns beide gegenseitig aufgehalten. Super, mach mal hier mit dem Luke ein paar Donuts, genau, das gehört. Super geil, Jungs. Grandios. The last one to finish. Nein! Jungs, ihr seid klasse. Ihr seid klasse. Boink. Und während die Jungs jetzt hier ihre verdienten Siegerdonuts in den Asphalt brennen, schauen wir uns mal das Endresultat an. Wolle auch ein super Rennen. Wolfram, ein Hammerergebnis, hier P6 im zweiten Split. Auf jeden Fall. Ein super Rennen, absolut fehlerfrei. Okay. Unser Luke, der verdiente Sieger, absolut. Dafür lief es ja Ben, Byron und Sebastian heute nicht so gut. Luke. Naja, deckt man den Mantel des Schweigens drüber. Unsere Jungs hatten ein bisschen Pech. Sind wir das? Nee. Wo ist denn hier mein... Alles in allem aber hier mit unserem Luke auf P1, Tommy auf P2 und Wolfram auf P6. Das kann sich sehen lassen. Und wie gesagt, nächste Woche Nordschleife. Da werden die Surfer dann randvoll sein. Ganz große Klasse. Okay. Ja, zweiter Platz, ey. Da kommt der Ben. Ben hatte leider Pech. Ben has bad luck. Ja. Ich hab den in die Box fahren sehen. We must, Luke must make an crash analysis. Der Ben macht hier ein paar Donuts. Hallo. Oh, Alter. Ben hat Donuts aber drauf. Und super Rennen. Danke. Thank you. I'm the lucky man. That's me. Luke, Gratulation, ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. So, I will finish recording here and then we make a crash analysis. Oh, that's 49. Okay, goodbye guys. Okay. Ciao. Bye bye.
Good luck, everyone. Good luck, y'all. Good luck. Ja, liebe Zuschauer, Wahnsinn. Ein Doppelsieg hier auf dem Algarve-Circuit, das hätte ich wohl nicht erwartet. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch an Luke und Tommy. Toll gemacht. Über Byron und Bens Rennen denkt mal lieber den Mantel des Schweigens. Freuen uns schon auf nächste Woche. Nordschleife, würde ich sagen, da sind wir dann das letzte Mal hier zu Gast. Freuen wir uns alle drauf, ich hoffe ihr auch. Würde ich sagen, bleibt alle gesund, vor allen Dingen uns treu und dann bis nächste Woche. Macht's gut. Careful, Francois, you nearly took me out. Sorry, Byron. That's okay, Cleaver. Hey, Byron, sorry if that was me that kind of screwed you up. I wasn't deliberate, man.
Don't be like I told Stan on that. It's wrong. Oh, damn. Good race, everybody. Drop, Luke. Thank you, nice race, Byron. Don't let them donuts make you fat. Fuck up.